Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Aber bevor das Video startet, habe ich noch eine kleine Sache für euch. Und zwar hat mein Homie Small C seine neue Single released. Ja, am 11.02. hat er das Ding rausgehauen und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Track geworden. Ich würde mich da wirklich vom Herzen drüber freuen, wenn ihr mal dort rüberschaut und mal unten in die Kommentare Grüße von mir da lasst, schöne Grüße von mir da lassen und ein Däumchen nach oben. Da würde er sich auf jeden Fall, denke ich mal, sehr drüber freuen. Und ja, so eine Arbeit muss auf jeden Fall immer gewürdigt werden. Ich fühle mich immer übel schlecht, wenn irgendwie so meine Videos, die so 10 Minuten gehen, die da so hingerotzt sind, irgendwie Tausende von Aufrufen bekommen und dann so ein Track hier, der ja, selbst produziert ist, der eigene Beat wurde gemacht, sehr selbst komponiert natürlich, alles self-made produziert, ne, dann so wenig Aufmerksamkeit hat. Deswegen geht da gerne rüber, lasst Grüße von mir da und lasst einen Daumen nach oben, da würde er sich auf jeden Fall sehr freuen. Small C, mein Bro, war ja schon mal hier gewesen, ne, hier das Foto. Wir hatten ja mal so eine Shakes and Fidget Rap Challenge zusammen aufgenommen, ja, und da kann ich auch nochmal das Video unten in die Beschreibung packen. Und ja, auf jeden Fall sehr korrekter Dude, verdient Support, deswegen lasst ihn gerne Grüße da. Das Video hier natürlich auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Jo, so viel dazu. Support ist kein Mord, ja. Wir supporten uns alle gegenseitig und jo, zum eigentlichen Video jetzt hier nach der kleinen Werbeeinlage. Seht ihr bereits, wir befinden uns jetzt hier auf W27 auf dem Battlemage Server, wo sich auch mein Main Battlemage befindet oder sozusagen mein zweiter Account, den ich bespiele. Und ja, ihr seht bereits den Gildennamen, ich befinde mich in der Gilde Black Bull, das ist die Gilde, für die ich mich entschieden habe, in der ich jetzt hier weiterhin spielen möchte auf der internationalen Welt 27, auf dem Battlemage Server. Und ja, wie gesagt, ich hatte mehrere Angebote bekommen von verschiedenen Gilden und hatte mich dann jetzt nun, ja, war, denke ich mal, vielleicht auch ein Stück weit absehbar, für die Platz 1 Gilde entschieden. Zumal erstmal gut Platz 1 und dann kommt aber auch noch dazu, dass hier auch sehr viele Leute drin sind, die ich ja, kenne oder mit denen ich schon mal zu tun hatte. Und ja, deswegen ist mir die Gilde auch so ein bisschen vertraut. Ich wurde gestern sehr höflich aufgenommen in die Gilde und ja, fühle mich auf jeden Fall wohl und ich denke mal, dass ich auf dem weiteren Wege hier, denke ich mal, ja, ganz gute Fortschritte auf den Server machen werde und hoffe natürlich auf eine schöne Zeit hier auf W27. Ne? Und ja, was vielleicht noch ganz interessant ist zu erwähnen, die Black Bull Gilde ist ja auf dem Battlemage Server, das heißt W27 ist ja der Server, wo der Kampfmagier released worden ist. Ne? Der Serverstart war gleichzeitig mit der neuen Klasse. Und also damals mit der neuen Klasse, dem Kampfmagier. Und das heißt, es ist also der erste Server, wo der Kampfmagier spielbar ist. Das heißt, im Umkehrschluss, hier sind auch die stärksten Kampfmagier weltweit draußen, weil das natürlich der erste Server ist, wo ein Kampfmagier erschienen ist. So, ne? Und ja, da das ja nun mit Abstand die Platz 1 Gilde ist, sind hier dementsprechend auch relativ viele Leute, wir können ja mal kurz durchgehen, die Gilde sind hier auch relativ viele Leute am Start, die Battlemage spielen. Ja, ist natürlich ganz klar, wenn eine neue Klasse auf dem Server, ja, wenn eine neue Klasse erscheint, dann wird natürlich auf dem Server, der dann gleichzeitig mit der neuen Klasse dann startet, sind die meisten dann auch Battlemages, ja. Ihr seht aber, es ist trotzdem noch eine einigermaßen bunte Mischung, ja, vor allen Dingen in den unteren Regionen, da wird es dann ein bisschen ja, gemischter auf jeden Fall, aber das Wichtigste ist ja die Top 25. Ich hatte dann auch gefragt gehabt, warum die dann so viele Offiziere haben und so, hatte aber nicht dabei an das Gildenpad gedacht gehabt und ja, es werden ja für das Gildenpad werden ja die ersten 25 aus der Gildenliste genommen, ne? Und deswegen werden dann halt so viele, also werden dann halt 25 Offiziere ja, ernannt, um dann halt bessere Chancen gegen die Hydra zu haben, weil das nämlich nach Liste geht und nicht nach Level. Ne? Und ja, deswegen sind hier so viele Battlemages in der Gilde drin. Ja? Unter der Führung von Yami, auch bekannt als Seraphim, denke ich mal, wird auch einigen von euch was sagen. Grüße gehen auch raus an der Stelle und vor allen Dingen die Top-Spieler hier. Sind halt sehr viele Battlemages dabei, was mich jetzt zum Umkehrschluss bringt, dass diese Gilde relativ
PvP stark sein wird. Denn wie wir ja wissen, ist der Battle Mage die stärkste Klasse im PvP Late Game. Ja, das heißt, also sie ist zwar nicht sehr Dungeon stark, so, sie ist zum Anfang nicht sehr stark, ist relativ zäh, man muss sie erstmal durchwurschteln und so, ne, ist sehr konstant im Schaden, aber nachher zum Ende ist sie mit dem normalen Krieger und dem Assassin mit einer der stärksten Late-Game-Klassen in dem Spiel. Und da die Gilde ja hauptsächlich aus Battle Mages besteht, könnt ihr euch vorstellen, dass diese Gilde ziemlich PvP-stark ist. Ne? Natürlich, auf dem gesamten Server sind hier natürlich sehr viele andere Battle Mages noch, aber wenn wir uns jetzt mal auf die internationale Ebene begeben, ja, da wird es nämlich ziemlich interessant. Denn wir kommen mit den ersten, also wenn wir mal auf unseren Server schauen hier, sind wir jetzt so langsam dabei, die ersten erreichen Stufe 500 und dann kommt man schon so langsam ins Late Game rein. Das heißt, die Klasse ist jetzt gerade auf dem besten Wege dabei, seine wahre Stärke zu zeigen, sich zu entfalten. Und ja, das macht sich dann, wie gesagt, in der internationalen Ehrenhalle bemerkbar. Da wir halt so viele Battle Matches in der Gilde haben, ist sie halt wirklich sehr, sehr PvP stark. Und wenn wir jetzt mal hier runter scrollen, dann sehen wir hier auf Platz 160 ist hier die Gilde Black Bull auf w27sfgame.net. Ja, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Gilden, .net-Gilden, dann haben wir hier zum Beispiel W5, ja, sfgame.net, was hier auch 50 Mitspieler ist, auch in der internationalen Ehrenhalle, direkt unter uns. Und das ist halt W5. Ja? Wann ist W5 rausgekommen und wann ist W27 rausgekommen? Wir haben mittlerweile schon den internationalen Server 5 mit dem internationalen Server 27 bereits jetzt schon überholt mit dieser Gilde hier. Ne? Und wenn wir noch weiter runter scrollen, dann haben wir hier noch einmal W19, dann haben wir hier W9, ja, wir haben noch W26, ne? Also W26 ist der Server vor 27, logischerweise. Und die haben wir mittlerweile auch schon überholt, obwohl unser Server viel neuer ist als die anderen Server hier, vor allen Dingen W5-Server. Ne? Der ist halt schon relativ alt, so, ne? Und die haben wir jetzt schon alle mittlerweile überholt. Ne? Und das finde ich halt ziemlich interessant, muss ich sagen, dass wir jetzt schon so stark sind wie zum Beispiel ein W5-Server. Und wir werden halt noch stärker, weil alle halt in der Gilde hier sehr aktiv sind. Und das finde ich halt eine ziemlich interessante Beobachtung, muss ich mal so an der Stelle sagen. Und bin gespannt, wie weit wir als die erste Gilde kommen werden, ja, indem der Battle Mage quasi erschienen ist. Und das ist quasi halt auch der Grund dafür, dass wir halt jetzt schon so relativ weit oben mitspielen. Genau das ist der Grund, weil halt auf dem Server der Battle Mage rauskam. Und wie wir ja wissen, der im PvP sehr stark ist. So, ne? Und deswegen finde ich das ziemlich interessant. Also, ja, eigentlich der Server W27 mit den besten Voraussetzungen, weit oben in der internationalen Ehrenhalle mitzuspielen. Na klar, man wird nie irgendwie Platz 1 werden oder so, weil die Platz 1 Gilde natürlich immer noch weiterspielt und irgendwann ist halt auch das Zenit erreicht, dann ja, kommt man als Battle Mage, auch wenn man PvP-Vorteile hat gegenüber den alten Klassen, weil hier sind ja alles, das sind ja alles Gilden, da sind noch die 3 alten Klassen drin, also Krieger, Magier und Kundschafter, so, ne? Aber die spielen halt auch schon wirklich Jahre und das sind halt wirklich auch dann die Top-Gilden, die wirklich schon seit Anfang an aktiv dabei sind, so, ne? Wir sind halt auch eine Top-Gilde, seit Anfang an dabei, nur halt später gestartet wegen dem neueren Server, haben halt aber, wie gesagt, schon Gilden überholt, die halt nicht so stark am Start sind, so, ne? Und diesbezüglich halt schwächere Server schon überrundet, so, ne? Ja, deswegen, also ich beobachte das auf jeden Fall weiter, wie das hier so weitergeht mit der Gilde. Ich bin auch jetzt froh, dass ich jetzt die Gilde hier mit dem Battle Mage auch in der internationalen Ehrenhalle unterstützen kann. Ne, ich denke mal, mit mir kam jetzt noch ein ganz guter Battle Mage noch mit dazu, der jetzt auch aktiv am Start ist. Und das motiviert mich auch weiter, muss ich mal so an der Stelle gestehen, dass wir auch international vertreten sind mit der Gilde und dort aufgrund unserer Klasse auch ziemlich gut im PvP-Bereich aufräumen können. Ja, vor allen Dingen dann, wie gesagt, nachher später im Late Game. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze noch entfalten wird mit der Klasse. Und ja,
das motiviert mich auf jeden Fall auf dem Server noch mehr, ne, als ohnehin schon. Und deswegen bin ich gespannt, was die Zukunft sagen wird hier auf W27, auf dem Battlemage-Server, jetzt unter einem anderen Gildenname in der Gilde Black Bull. Ja, gut, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.